Am 20. Juli 1944 versuchte der Wehrmachtsoffizier Klaus Schenkgraf von Stauffenberg im Führerhauptquartier Wolfschanze Adolf Hitler durch eine Bombe zu töten. Das Attentat misslang. Rund 200 Männer und Frauen wurden in den folgenden Tagen als Mitwisser verhaftet, viele von ihnen hingerichtet. Das missglückte Attentat hatte nicht nur für die Verschwörer Folgen, ihre Familien kamen in Sippenhaft. Im Harz wurde das Kindererholungsheim Bremen geräumt. Hierhin kamen die Kinder der Verschwörer, hier wurden sie interniert. Ja, und ich bin jetzt hier im Harz im Kindererholungsheim Bremen. Das ist das ehemalige Heim. Hier sind die Kinder der Attentäter untergebracht gewesen. Die Häuser stehen also immer noch. Allerdings, ihr seht es ja selber, der Zustand ist nicht gut, die zerfallen langsam. Hier haben also über 2 Jahre hinweg die Kinder vom Hitler-Attentäter Klaus Schenkgraf von Stauffenberg gelebt. Das Kinderheim bestand 1944 aus 10 Häusern, die sind alle im Schwarzwaldstil. Wie gesagt, in 3 der Häuser waren die Kinder der Attentäter untergebracht. Diese Holzhäuser, das sieht zwar alles sehr idyllisch aus, aber für die Kinder war das hier ein Gefängnis, die wurden nämlich streng bewacht und waren völlig abgeschottet von der Außenwelt. Ihnen war zum Beispiel verboten, ihre alten Namen zu nennen oder über die Vergangenheit zu reden. Die Geschwister wurden voneinander getrennt, in verschiedene Häuser verteilt und man bekam neue Namen. Die Kinder sollten dann später zu Adoptiveltern, bis dahin sollten sie die Vergangenheit und wer ihre Eltern waren vergessen haben. Nach und nach hatte man sie aber zu ihren Verwandten zurückgeschickt und 1945, da waren noch 14 Kinder hier. Diese 14 Kinder sollten kurz vor Kriegsende auf einem LKW nach Nordhausen transportiert werden und von dort aus anscheinend ins KZ Buchenwald. Nordhausen wurde aber zu dem Zeitpunkt von den Amerikanern bombardiert und der Lastwagen fuhr zurück hierher ins Kinderheim. Das hat den Kindern letztendlich das Leben gerettet. Denn wenige Tage später marschierten die amerikanischen Truppen hier ein und damit war das Gefängnis für die Kinder vorbei. Am Videoende, da zeige ich euch einmal eine Liste mit den Namen der Kinder und wie alt die gewesen sind, als sie hierher gekommen sind. Die Geschichte des Heims hat 1936 begonnen. Das alles ist nämlich eine Stiftung, und zwar ein Bremer Kaufmann hat seiner Heimatstadt Bremen Geld vermacht. Von dem Geld hat die Stadt hier Gelände gekauft und ein Kindererholungsheim errichtet. Das war für Bremer Kinder, daher auch der Name Bremen. Nach 1945 wurde hieraus erstmal ein Landeskrankenhaus für an Tuberkulose erkrankte Kinder. Danach wurden hier Kinder mit Asthma zur Kur geschickt. Es kamen Kinder vietnamesischer Boat People und auch Patienten aus Tschernobyl. Ja, und mit der Wiedervereinigung 1989, da kam auch das Ende der Geschichte dieses Kinderheims. Im Osten entstanden blühende Landschaften, im Westen entstand Öde. Im Zuge dessen zogen die Diakonissinnen, die das Kinderheim hier betrieben, weg. Und seitdem steht es leer und verfällt. Ja, inzwischen, wir haben jetzt den Sommer 2019, wird hier kräftig gearbeitet, der Wald wird gerodet und die Häuser werden abgerissen. 3 von den Häusern werden wohl stehen bleiben, das werden wohl die sein, die wir eben gesehen haben. Die anderen, da ist man jetzt schon bei, sie abzureißen, denn ein niederländischer Investor hat das alles hier gekauft und will hier eine Ferienanlage bauen. Die 3 Häuser, wie gesagt, sollen allerdings erhalten bleiben. Da die Häuser aber in einem sehr schlechten baulichen Zustand sind und man sehr viel Geld brauchte, um sie zu restaurieren, was aber anscheinend niemand hat, werden diese Häuser weiter verfallen und bald dann ganz verschwunden sein. Und damit auch die Erinnerung an das Schicksal der Kinder der Attentäter vom 20. Juli.